Morgen ist der 14.3. und das ist ein Feiertag. Der ist nicht ganz so populär wie Weihnachten oder der 4. Mai. Es ist der Pi-Tag. Das geht zurück auf die US-amerikanische Datumschreibweise. Da wird nämlich geschrieben für den 14.3. Wenn man jetzt den Schrägstrich gegen einen Punkt ersetzt, dann ergibt sich Pi, 3,14. Der Pi-Tag wird traditionell entweder durch das Backen eines Kuchens gefeiert, aber das funktioniert nur so richtig gut in englischen Räumen. Pie, Kuchen. Oder durch das Berechnen der Zahl Pi. Zugegeben, das ist nicht so populär wie das Suchen von Eiern zu Ostern oder Weihnachtsbäume zu Pfingsten, aber es gibt eine gewisse Tradition, am Pi-Tag Pi zu berechnen. Und um dieser alten Tradition zu folgen, werde ich versuchen, mit meinem alten programmierbaren Taschenrechner Pi auszurechnen oder anzunähern. Ich bin gespannt, wie genau das wird. Matt Parker hat auf seinem YouTube-Kanal bereits zahlreiche Videos, wie er anlässlich des Pi-Tages die Zahl Pi berechnet, mit den verschiedensten Methoden. Und dieses Jahr hat er ein Video gemacht mit Steve Moll zusammen, wo sie Pi berechnen, und zwar aus ganz großen Zahlen. 9.55 times 10 to the 15. Ganz kleinen Molekülen und dabei ein bisschen in Streit geraten darüber, wie ein Würfel tatsächlich aussieht. Just imagine the outside of this. Right. This is a cube. Physics Girl Diana und Derek Muller haben 2015 Pi mit Dartwürfen berechnet. Das Prinzip ihrer Methode basiert darauf, dass sich das Verhältnis der Fläche eines Kreises zu der Fläche des umgebenden Quadrates wie Pi zu 4 verhält. Das muss ich erklären. Wir haben einen Kreis und ein umgebendes Quadrat. Okay? Und jetzt machen wir uns das einfach. Wir sagen, der Radius r ist 1. Und wir machen es uns noch einfacher, indem wir jetzt einmal nur dieses obere Quadrat, also diesen oberen Quadranten betrachten. Wenn ich jetzt innerhalb dieses Quadrates an einer beliebigen Stelle einen Punkt auswähle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt, den ich zufällig innerhalb des Quadrates ausgewählt habe, auch innerhalb des Quadrates liegt, 100%. Das ist ja klar. Das ist logisch. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt, den ich gewählt habe, innerhalb dieser Kreisausschnittsfläche liegt? Okay. So, und die Wahrscheinlichkeit dafür entspricht dem Verhältnis aus der Kreisausschnittsfläche zu der Fläche des Quadrates. Dazu ein Beispiel. Wenn ich ein Quadrat habe und dieses Quadrat in genau 2 gleiche Hälften teile und ich dann einen Punkt zufällig wähle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt in der linken Hälfte liegt, gleich der Wahrscheinlichkeit für die rechte Hälfte liegt, also 50%, 1,5, ja, ganz einfach. Und das kann man so berechnen. Die Wahrscheinlichkeit für den Punkt in der linken Hälfte ist die Fläche links geteilt durch die Größe der Fläche links plus die Größe der Fläche rechts. Also das Verhältnis von der linken Fläche zu der Größe des gesamten Quadrates. Ja, kann ich auch so schreiben. AL zu AQ, also der Fläche des ganzen Quadrates. So. Und jetzt ist AQ gleich AL plus AR. Und AR ist gleich AL, weil die gleich groß sind. Dann ist das gleich 2 mal AL. AL geht weg, dann haben wir hier oben eine 1, haben wir hier 1,5, 0,5, stimmt. Ja, haben wir auch so sagen können. Das ist relativ einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Punkt innerhalb dieser Kreisfläche liegt, Kreisfläche, ist gleich die Flächengröße des Kreises geteilt durch
die Flächengröße des Quadrates. So, wieder oben auch. Die Flächengröße des Quadrates, das ist ganz einfach zu berechnen, das ist ja ein Quadrat. Ja, das ist die Seitenlänge ins Quadrat, in diesem Augenblick r Quadrat. Ja. Und die Fläche dieses Kreisausschnittes ist 1/4 der gesamten Kreisfläche. Und eine Kreisfläche berechnet sich aus r Quadrat mal Pi, und das haben wir gesagt durch 4. Das kürzt sich hier r Quadrat raus und es bleibt übrig Pi Viertel. Wenn ich jetzt also wie Diana und Derek mit ganz vielen Dartpfeilen auf das Papier werfen würde, ja, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit dafür, ob ich mit einem Dartpfeil in die Kreisfläche getroffen habe, auch daran ablesen, an dem Verhältnis zwischen der Anzahl der Treffer, die innerhalb dieser Kreisausschnittsfläche sind, zu der Anzahl aller Treffer innerhalb des Quadrates. Ja, also die Anzahl der Treffer im Kreis geteilt durch die Anzahl der Treffer im Quadrat. Pi lässt sich also ganz einfach berechnen aus der Anzahl der Treffer im Kreis ins Verhältnis zu der Anzahl der Treffer im Quadrat, das Ganze mal 4. Einfach. Das geht natürlich nur, wenn man keinen irischen Dartmeister nimmt, denn die treffen immer in die Mitte und nicht zufällig verteilt irgendwo umher. Und das Wichtige an dieser Methode ist, das muss zufällig sein. Man muss also rein zufällig werfen. Und das ist nicht ganz einfach. Das haben Diana und Derek auch rausgefunden. Guckt euch mal das Video von denen an, wie die es gemacht haben. Total witzig. Jetzt will ich hier aber nicht mit Dartpfeilen werfen. Ich bräuchte auch ganz, ganz viele Würfe. Ja. Das wäre doch eigentlich eine Aufgabe für einen Computer. Ich kann einen Computer Zufallszahlen berechnen lassen. Zwischen 0 und 1. Zum Beispiel 0,1325 und 0,8279. Ja, okay. Und jetzt sage ich, die erste Zahl ist x. Ja. Und x ist jetzt hier, diese Achse. Dann liegt der Punkt irgendwo hier. Und die zweite Zahl ist y. 0,82 und y ist diese Achse. 0,8 liegt er irgendwo hier. Das heißt, der Punkt, den ich da zufällig erstellt habe, der liegt hier. Und ob dieser Punkt jetzt innerhalb dieser Kreisausschnittsfläche liegt, kann ich aus der Vektorlänge bestimmen. Ja. Wenn diese Vektorlänge kleiner als 1 ist, dann liegt er innerhalb des Kreises. Ja. Für einen Punkt, der außerhalb liegt, ist die Vektorlänge größer 1. Klar. Und für einen Punkt, der genau auf der Linie liegt, ist die Vektorlänge 1 und gehört zum Kreis. Die Vektorlänge berechnet sich ganz einfach. L ist die Quadratwurzel aus x² plus y². Also kann ich ein kleines Computerprogramm schreiben, welches Zufallszahlen für x und y ermittelt, die Vektorlänge berechnet, und wenn die Vektorlänge kleiner oder gleich 1 ist, dann liegt dieser zufällige Punkt innerhalb dieser Kreisfläche, dann zähle ich die Variable nk hoch. Ja, und am Ende teile ich einfach nur nk durch die Anzahl aller zufälligen Punkte, die ich erzeugt habe, multipliziere das mit 4 und habe Pi. Mein erster Computer war dieser programmierbare Taschenrechner. Den kann man im Basic programmieren und so ein Programm ist gar kein Problem für ihn. Aber die Rechenleistung ist ein bisschen limitiert. Der ist nicht mal so leistungsfähig wie meine Armbanduhr.
Deswegen muss das Programm schon richtig optimiert sein. Und bei dieser Berechnung gibt es einen Punkt, wo wir optimieren können. Diese Wurzel, die können wir weglassen. Ja, ich erkläre auch warum. Uns interessiert ja nicht die tatsächliche Vektorlänge. Also ob jetzt dieser Vektor, der hier 1,379 lang ist, oder ob der hier 0,875 ist, interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, ob die Vektorlänge kleiner, größer oder gleich 1 ist. Ja, der einzige Wert, für den gilt, dass seine Quadratwurzel gleich 1 ist, ist 1 selber. Ja. Wurzel aus 1, also die Quadratwurzel aus 1 ist 1. Und die Quadratwurzel aus 1 ins Quadrat ist auch 1, ist klar, weil einmal 1, 1, das ist ganz cool. Ein anderer Effekt, den wir uns zunutze machen können, ist, dass das Ergebnis der Wurzel aus einer Zahl, die kleiner 1 ist, auch immer kleiner 1 ist. Und das Ergebnis der Wurzel aus einer Zahl, die größer als 1 ist immer größer als 1. Und da uns ja nicht interessiert, wie lang die Länge jetzt tatsächlich ist, können wir die Quadratwurzel weglassen. Und damit können wir sagen, mein Punkt liegt im Kreis, wenn x² plus y² kleiner oder gleich 1 ist. Ja, das ist die Bedingung. Ja, und so ein Computerprogramm sieht so aus. Ich habe also hier mein Struktogramm, wo das mal so aufgemalt ist. Ich gebe ein, wie viele Zahlen ich berechnen möchte. Und dann habe ich hier eine Schleife, die das Ganze so oft macht. Und frage ab, ob der Punkt innerhalb des Kreises liegt. Wenn ja, zähle ich die Variable hoch und am Ende dividiere ich und multipliziere es mit 4 und dann klappt das. So sieht der Code aus. Das ist Basic Code für den Casio FX700P, für diesen programmierbaren Taschenrechner. Diesen programmierbaren Taschenrechner, den habe ich Anfang der 1980er Jahre bekommen und habe daran meine ersten Programmiererfahrungen gesammelt. Ja, es gab dann auch so Bücher, die man da bekommen konnte, wo dann ganze Quellcodes drinstehen, die man abgetippt hat, um das Programm auszuprobieren. Es gab kein Internet, wo man Quellcodes runterladen konnte. So, sollte funktionieren. Mal laufen lassen. Nehmen wir mal n gleich 10. 8 im Kreis von 10 insgesamt. Pi ist 3,2. Das ist nah dran, aber noch nicht ganz korrekt. Lassen wir es mal mit 100 laufen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ist ja auch nicht der schnellste. Ah ja, von 100 waren 75 im Kreis. Ist Pi gleich 3. Oh, das ist doch auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal 1000. Ja. Rechnet noch. Morgen sind Landtagswahlen. Ist auch sehr spannend. Oh! Von 1000 insgesamt waren 787 im Kreis. Und daraus ergibt sich Pi mit 3,148. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Aber für diese 1000 Berechnungen hat er jetzt mehrere Minuten gebraucht. Wenn ich jetzt 1 Million Berechnungen mit meinem Taschenrechner machen würde, dann würde er dafür 27 Stunden brauchen. Mehr als einen Tag.
für 1 Million. Das ist viel. Ich glaube, ich sollte meinen Rechner nehmen. Mein PC. Aber nicht mehr heute. Es ist spät. Ich muss morgen einen Kuchen backen. Es ist nämlich Pi-Tag. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht und bis bald.